Also am Anfang muss man sich vorstellen, dass praktisch rund um die Uhr in der Regel die Notwendigkeit besteht, über die Vene Infusionslösungen den Menschen zuzuführen, wo eben die Nährstoffe, die Energie, die Kohlenhydrate und so weiter, Eiweiße und so weiter und Fette alle zugeführt werden. Das Therapieziel ist jetzt, von dieser kontinuierlichen Infusion immer weiter wegzukommen, immer größere Pausen entstehen zu lassen und dann im ersten Schritt das so einzurichten, dass möglichst nur noch in der Nacht transfundiert werden muss oder infundiert werden muss. Und das ist ein riesen Qualitätsunterschied in der Lebensqualität der Patienten, weil sie dann im Prinzip am Tag ein ganz normales Leben führen können und dann in der Nacht wird halt angeschlossen und infundiert. Das nächste Ziel muss dann sein, infusionsfreie Tage einzurichten, sodass man wirklich dann auch mal freie Tage hat, zum Beispiel am Wochenende, dass man weggehen kann und dann nur noch 3, 4 Tage oder 2 Tage in der Woche eine Infusion zu brauchen. Und das eigentliche Ziel ist das, was wir die enterale Autonomie nennen. Das bedeutet, dass man ohne diese Infusionen auskommt und ganz normal seinem Leben und seiner Aktivität, seinem Sport und so weiter nachgehen kann. Wenn Säuglinge jetzt einen Kurzdarm bekommen, haben sie am Anfang eine 24-Stunden parentale Ernährung. Und das versucht man dann zu reduzieren, dass die Freiräume immer größer werden. Größere Kinder haben üblicherweise 12 Stunden parentale Ernährung, das heißt am Abend, über Nacht das Ganze. Aber natürlich ein Jugendlicher möchte weggehen. Er schläft auch nicht bei 12 Stunden. Ja. Dass man das dann noch mehr zusammenkürzt, hängt halt davon ab, wie viel der Darm resorbieren kann. Es ist ja nicht schwarz-weiß, es ist ja nicht so, dass er gar nichts resorbiert oder 100% resorbiert, sondern ich habe alle Graustufen dazwischen auch. Und wenn ich es schaffe, dass der Darm dann plötzlich 50% der Nahrung aufnehmen kann oder der Kalorien aufnehmen kann, dann kann ich die Parenterale verkürzen. Der Darm ist ein wunderbares Organ. Der kann sich an ausgedehnte Darmteilentfernungen anpassen, und zwar auf der mikroskopischen und auf der makroskopischen Ebene. Der Darm versucht, seine Resorptionsfähigkeit, also seine Fähigkeit, Nährstoffe aufzunehmen, deutlich zu verbessern, indem er zum Beispiel mehr feine Ausstülpungen, sogenannte Villi, bildet. Und die dauern, das dauert durchaus 1, 2 Jahre, bis diese Anpassungsmechanismen abgeschlossen sind. Die Anpassungsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit des Darmes spielt eine große Rolle bei Kindern mit Kurzdarmsyndrom, weil das dazu hilft, dass die Kinder dann doch in einer großen Anzahl irgendwann enterale Autonomie erreichen, also irgendwann keine parenterale Ernährung mehr brauchen. Also wir haben ja jetzt Therapiemöglichkeiten, wo wir Patienten, die früher ein Leben lang an der parenteralen Ernährung gehangen wären, können wir plötzlich frei machen von der parenteralen Ernährung. Also es gibt jetzt schon etablierte moderne Therapien, die Therapiekonzepte auf den Kopf gestellt haben im Prinzip. Und es sind auch unglaublich viele in der Pipeline, sodass wir, glaube ich, noch sehr, sehr viele dieser Patienten eigentlich wegbringen von der parenteralen Ernährung. Und damit haben sie ein normales Leben wieder. Wir haben seit einiger Zeit ein Medikament zur Verfügung, das selektiv den Darm zum Wachsen bringen kann. Also es gibt mehrere Stoffe, die den Darm zum Wachsen bringen können, aber die Kunst ist ja, dass nur der Darm zum Wachsen gebracht wird. Sie müssen sich vorstellen, beim Darm habe ich Berge und Täler, also die Zotten und die Krypten. Und die Oberfläche eines normalen Dünndarmes beim erwachsenen Menschen ist circa so groß wie ein Tennisfeld. Und wenn ich jetzt dieses Medikament einsetze, dann vergrößere ich die Oberfläche, die Berge werden höher, die Täler werden tiefer und damit kann der Darm plötzlich Nahrungsmittel aufnehmen, was er vielleicht vorher nicht zusammengebracht hat. Mit diesem Medikament versuchen wir möglichst diese Operationen auch zu vermeiden und möglichst dahin zu kommen, dass wir eben diese Therapieziele, die ich genannt habe, infusionsfreie Tage,
dass wir die erreichen oder die enterale Autonomie möglichst ohne Eingriffe am Körper oder am Darm vornehmen zu müssen.